Ach ja, Animal Crossing. Ein Spiel, in dem es um Freundschaft geht, ein friedliches Zusammenleben und Pädophilie, Tierquälerei und 1000 andere Sachen, die irgendwie passiert sind. Auch wenn es das Spiel nicht vermuten lässt, ging es in der Community schon oftmals sehr chaotisch zu. Von ganzen Schwarzmärkten bis hin zu Hackern, die auf der Jagd waren. Ich will heute ein wenig über Animal Crossing reden und einige verrückte Kontroversen aufgreifen, die es im Verlauf dieser Spielereihe schon gab. Ich wünsche euch viel Spaß beim Zuschauen. Fangen wir mit dem ersten Animal Crossing Game an, das bei uns erschienen ist. Es ist ein süßes, entspanntes Spiel, in dem man in eine Stadt voller Tiere zieht und mit ihnen zusammenlebt. Wusstet ihr aber, dass viele Kinder das Spiel gruselig fanden und Eltern wütende Briefe an Nintendo geschrieben haben? Ich denke, gerade wegen der unschuldigen Natur dieses Spiels war es für viele Kinder überraschend, als sie das gesehen haben. Wenn man in Animal Crossing mit dem Zug die Stadt eines Freundes besucht und das Spiel in dieser Stadt resettet, ohne zu speichern, bekommt man dieses Gesicht. Und wäre mir das als Kind passiert, hätte ich meine Konsole wahrscheinlich in die Luft gejagt. Das Gesicht ist eine Anlehnung an die Gyroids, die es in dem Spiel gibt, und anders als viele dachten, ist es kein Glitch, dass das passiert, sondern eine Sache, die Nintendo wirklich bewusst einprogrammiert hat. Theorien besagen, dass dieses Gesicht symbolisieren soll, dass der Spieler auf dem Heimweg mit dem Zug verunglückt und gestorben ist. Ich halte es aber für wahrscheinlicher, dass es dem Spieler einfach darauf hinweisen soll, zu speichern. Das konnte man nämlich mit dem Gyroid neben dem Haus machen. Die Dorfbewohnerin Coco hat Spielern aus ähnlichen Gründen Angst eingejagt und ich kann's verstehen. Sie hat schon ein creepy Design, aber ich mag Coco, sie ist gechillt. Ihr Fotospruch, ich fühle mich heute irgendwie leer, wurde in den späteren Spielen jedoch geändert in Karotte am Morgen vertreibt Kummer und Sorgen. Eine sehr drastische Änderung. Wenn man abseits von fremden Städten sein Spiel resettet ohne zu speichern, holt ein Resetti heim und erscheint Kindern mit seiner aggressiven Art so sehr Angst gemacht zu haben, dass er in die Arbeitslosigkeit gecancelt wurde. Ich dachte immer, Resettis Arbeitslosigkeit liegt daran, dass die Spiele mittlerweile automatisch gespeichert werden und man deshalb faktisch nicht ohne Speichern resetten kann, aber in einem Interview zwischen Iwata und den Directern von Animal Crossing New Leaf wurde bestätigt, dass Resetti gecancelt wurde, da er zu vielen kleinen Mädchen Angst eingejagt hat. Ein Kritikpunkt an den neueren Spielen ist generell, dass sie im Vergleich zu den älteren zu soft geworden sind. Damals wurde man von den Dorfbewohnern richtig beleidigt und gebodyshamed. Tatsächlich ist es aber so, dass die Dorfbewohner auf Japanisch nie so krass gemein waren. Wenn überhaupt, halten sich die Dorfbewohner heutzutage mehr an das japanische Skript, was es aber nicht unbedingt unlangweiliger macht. Phyllis zum Beispiel, die bei Nacht bei der Post gearbeitet hat und generell eine eher schwierige Person war, die ihren Job komplett hasst, wurde komplett gekillt. Die besorgten Eltern scheinen diesen Krieg gewonnen zu haben. Animal Crossing Wild World war das erste Spiel, das wirklich im Zeitalter des Internets rausgekommen ist, und das muss nicht unbedingt nur was Positives bedeuten. Ich verbinde viel Schönes mit dem Spiel. Es hat für mich einfach diese einzigartige Persönlichkeit mit der Musik und der gesamten Aufmachung. Wenn man sich allerdings am 26. Januar 2006 mit den Nintendo Wi-Fi-Servern verbunden hat, wurde man Zeuge eines Vorfalls, der als Red Tulip Incident in die Geschichte eingehen sollte. Man hat einen seltsamen Brief gesendet bekommen, der von Nintendo selbst unterschrieben wurde, ansonsten aber komplett inhaltslos war. Als Geschenk wurde ein Item namens Rote Tulpe beigelegt. Wenn man dieses Item versucht hat, bei sich zu Hause zu platzieren, hat man einfach nur einen unsichtbaren Gegenstand auf den Boden geworfen. Dieser unsichtbare Gegenstand hatte verschiedene Wirkungen, von ganzen Häusern, die nicht mehr betretbar waren, bis hin zu unsichtbaren Wänden, die man nicht überwinden konnte. Deine Save-File war quasi Matsch, wenn du diese rote Tulpe irgendwo in deinem Haus platziert hast. Die Gerüchteküche brodelte und als viele schon Hacker als die Schuldigen hinter diesem Brief vermuteten, gab Nintendo ein offizielles Statement ab und gab zu, dass es sich hier um einen Systemfehler ihrerseits handelte. Man solle das Item nirgendwo platzieren und den Brief ganz schnell löschen. Für alle, die die Tulpe schon irgendwo platziert haben, war es leider zu spät und der Spielstand konnte nicht mehr gerettet werden. Hacker waren in dieser Instanz also unschuldig, aber das heißt nicht, dass es nicht auch tatsächliche Hackerangriffe in diesem Spiel gab. Die Seeding-Plage war ein großes Problem.
Animal Crossing Wild World funktioniert so, dass es für jedes Gebäude einen dazugehörigen Seed gibt. Wenn man eine neue Welt in dem Spiel erstellt, werden an verschiedenen Punkten der Map diese Seeds verteilt, damit das Spiel weiß, an welchen Orten welches Gebäude generiert werden soll. Wenn an diesem Punkt also der Museum-Seed gelegt wird, steht an der Stelle später halt das Museum. An diesem Verfahren ist an sich auch nichts auszusetzen, da man keine Möglichkeit hat, diese Seeds irgendwie als Item zu erlangen und damit einen Haufen random Gebäude zu spawnen. Und hier kommen die Hacker ins Spiel. Mit einem Haufen an gecheateten Seeds im Inventar haben sich die Hacker über die damaligen Animal Crossing Foren Freundescodes von unschuldigen Spielern rausgesucht und diese Seeds dann wahllos in die Städte geballert. Das hat nicht nur dafür gesorgt, dass zahlreiche random Gebäude in der Stadt spawnen und diese Stadt komplett verunstalten, in vielen Fällen hat das auch dafür gesorgt, dass der Speicher des Spiels überfordert ist und das gesamte Spiel brickt, also unspielbar macht. Man musste wirklich vorsichtig sein, wen man in seine Stadt lässt, denn mit etwas Pech zerstört diese Person dein Spiel komplett. Außerdem hat Osama Bin Laden das Spiel gespielt. Ich dachte, ich werf das mal in den Raum. Animal Crossing Let's Go to the City war mein persönliches Kindheits-Animal Crossing, aber ist im Generellen der Teil, den jeder immer vergisst. Ich verüble es niemandem, es ist im Grunde auch nur ein Port von Wild World mit ein paar neuen Features, die teilweise etwas fragwürdig waren. Wenn man einen Weg in seiner Stadt des Öfteren geht, verschwindet das Gras auf dem Boden entlang dieses Pfades immer weiter, was ultimativ hässlich ist. Man hat das vermutlich gemacht, damit sich über die Zeit natürliche Wege bilden, je nachdem wo der Spieler öfters langläuft, aber es war einfach nur ultimativ hässlich. Schon bevor das Spiel rausgekommen ist, gab es eine große Kontroverse, die mit den Review-Kopien zusammenhängt, die große Gaming-Magazine bekommen haben, um das Spiel schon vor Release antesten zu können. Mit der Kopie vom Wii-Spiel hat jedes Magazin auch eine Kopie von Wild World bekommen, damit die Interaktivität zwischen den beiden Spielen ausgetestet werden kann. Das war ein großer Selling Point zu der Zeit. Man konnte zum Beispiel ganze Städte und Bewohner zwischen diesen Spielen rübertauschen. Womit die Magazine bestimmt nicht gerechnet haben, ist eine Barbara im Wild World Spielstand, die dir einfach das N-Wort sagt. Wie kann das eine reelle Sache sein? Normalerweise gibt es einen Schimpfwortfilter bei personalisierten Catchphrases, aber in dem Fall wurde das N-Wort mit so vielen Akzenten geschrieben, dass das System es irgendwie nicht gecheckt hat. Es gibt die Funktion, dass Catchphrases online zwischen den Spielern übertragen werden können, was wohl heißt, dass Barbara dieses Wort irgendwo aufgeschnappt hat und sich über alle Review-Kopien verteilt hat, ohne dass Nintendo es bemerkt hat. Arme Babsi, sie würde so etwas nie sagen. Wegen diesem Vorfall hat ihr Wikipedia-Artikel den Abschnitt Controversy und ich hasse es. Nintendo hat sich für diesen Vorfall entschuldigt und gleichzeitig auch die Funktion entfernt, dass Bewohner die Catchphrases von anderen Spielern übernehmen können. Aus irgendeinem Grund hatten die öffentlichen Medien das Spiel aber auf dem Kieker, denn es kam kurz nach Release eine mittlerweile legendäre Nachrichtensendung raus, die Turtle, den Bürgermeister, quasi als Pädophilen bezeichnet. That's right, this is the game and you actually create your own character, house and even town. And when connected to the internet, you can talk to people across the country. And kids have no say as to what some of these characters say to them. For example, this character could be the man in California police are warning about tonight that asked for images from Missouri children. Ich glaube, die haben nicht verstanden, dass der Typ hier einfach nur ein NPC ist und nur nach dem Geburtstag des Spielers fragt, um ihm eine süße Überraschungsparty schmeißen zu können. I cannot come up with any legitimate reason that an adult would be playing that particular game. Fuck. Ich hoffe, im nächsten Ableger dieser Reihe wird besser mit meinem Freund Turtle umgegangen. In diesem Spiel ist man selbst der Bürgermeister seiner Stadt, was Turtle im Grunde arbeitslos macht. Diese Arbeitslosigkeit scheint ihn aber nicht im geringsten zu stören, da er seine Eier auf einer tropischen Insel chillt, auf der man das ganze Jahr über zahlreiche seltene Fische oder Insekten fangen kann. Mit der Funktion Turtle Club war es sogar möglich, zusammen mit anderen Spielern aus aller Welt nach Insekten zu suchen, Minispiele zu spielen oder untereinander Gegenstände zu tauschen. Der Turtle Club war allerdings kein sicherer Ort aufgrund der Turtle Club Kidnapper.
war. Es war möglich, andere Spieler daran zu hindern, die Insel zu verlassen und sie gegen ihren Willen auf der Insel einzusperren. Ab hier wurden die Spieler dann erpresst, den Kidnappern wertvolle Items oder straight up einfach Geld zu geben, ansonsten bleiben sie für immer Geisel auf der Insel. Das Spiel einfach resetten konnte man als Opfer dieser Situation auch nicht, da man ansonsten alle Items verliert, die man während der Zeit auf der Insel gefunden hat. Es war keine schöne Situation und den Turtle Club zu benutzen war immer mit einem gewissen Risiko verbunden. Die Krone für die meisten Kontroversen hat aber ganz klar Animal Crossing New Horizons verdient. Gefühlt jeden Tag ging irgendwas Neues in dem Spiel ab. Da das Spiel so ein bahnbrechender Erfolg war und eine Zeit lang die gesamte Welt Animal Crossing gespielt hat, haben viele Leute versucht, diese Reichweite zu nutzen. Joe Biden hatte eine eigene Animal Crossing Insel, um seinen Wahlkampf voranzubringen, und generell wurde alles ziemlich schnell politisch. Black Lives Matter Proteste und Pro-Hongkong Proteste, die dafür gesorgt haben, dass das Spiel nicht mehr in China verkauft werden darf. Peter hat einen veganen Guide für New Horizons veröffentlicht, in dem gesagt wird, dass man keine Fische und Insekten fangen soll, aber auch, dass man keine Hundehütte bauen soll, weil Hunde in der echten Welt brutal sterben. Später ist Peter noch einen Schritt weiter gegangen und hat Proteste auf Inseln gestartet, indem sie zu Eugen ins Museum gerannt sind und "Empty the Tanks" geschrien haben, bezogen auf die eingesperrten Tiere im Museum. Ich persönlich sehe Eugen nicht als Tierquäler, er ist einfach jemand, der die Artenvielfalt bewahren will. Wenn ihr gegen jemanden protestieren wollt, dann gegen Kofi, denn er macht seinen Kaffee mit Taubenmilch. Das ist anders, als das Fandom oft annimmt. Nicht seine Wichse, sondern tatsächlich produzieren Tauben als einer der wenigen Vögel auf der Welt wirklich Milch. Ich bin also beruhigt. Diese Milch ist allerdings nicht wie bei uns Säugetieren, sondern im Grunde einfach nur Kotze von Tauben. Also bin ich doch nicht beruhigt. Ich werde den Scheiß auf jeden Fall nicht trinken. Weitaus beunruhigender ist jedoch der Animal Crossing Schwarzmarkt, der zu Anfangszeiten von New Horizons neue Ausmaße angenommen hat. Und er ist schuld. Raymond oder Gunnar, wie er auf Deutsch heißt. Raymond ist ein Katzenbewohner, der in New Horizons neu dazugekommen ist und jeder war verliebt in ihn. Es wurde angefangen, ihn auf Seiten wie Nukason zu verkaufen, teilweise für Millionen Sternis und hunderte von Nook-Meilen. Nukason ist generell eine Seite, auf der es richtig abging, mit seltenen Möbelstücken und Blumen. Kurios wurde die ganze Raymond-Situation dann, als andere Dienste dazu kamen. Man konnte bezahlen, um einfach mit Raymond zu chillen, sogenannte Raymond Talk Sessions, für die man bezahlt, um ein bisschen mit ihm zu reden und dann wieder zu gehen. Man konnte bezahlen, um Raymond einfach nur zu mobben und ihn zu schlagen oder in Löcher fallen zu lassen. Maid Dress kostet natürlich extra. Raymond in Boxes war ein besonders begehrtes Gut. In Boxes beschreibt den Zustand eines Bewohners, der bereit ist, auf eine neue Insel zu ziehen und quasi abgeworben werden kann, wenn man mit ihm spricht. Das hat leider aber auch für sehr viele Scams gesorgt. Jeder war verrückt nach Raymond und jeder wollte ihn haben. Das Raymond-Debakel konnte nur durch Hacker entschärft werden, die so viele gecheatete Raymonds auf die Welt losgelassen haben, dass quasi jeder, der ein Raymond haben wollte, auch ein Raymond bekommen hat, ohne sich irgendwie scammen zu lassen und ein Vermögen zu bezahlen. Treasure Islands sind ein ähnliches Phänomen, quasi Inseln mit allen Items, die es in dem Spiel gibt, sehr wahrscheinlich alles gecheatet, die man für einen gewissen Preis betreten darf, um sich die Items seiner Wahl zu genehmigen. Die Existenz von Treasure Islands war in der Community sehr kontrovers diskutiert, da es streng genommen schon Cheating ist, aber es ist ein Singleplayer-Game, also wen juckt es? Lass mich meinen Stuhl haben, es ist doch echt egal. Star Trees waren auch Sachen, die gecheatet wurden und verkauft wurden, und dann hat Nintendo alle Hoffnungen und Träume zerstört, indem sie Star Trees rausgepatcht haben. Sie sahen so schön aus, was habt ihr uns genommen? Außerdem gab es dieses Anker-Video, es steht in meinen Notizen, ich muss es erwähnen, für alle, die nicht wissen, wovon ich rede, es ist okay, guckt einfach nicht nach. Ich find's lustig zu sehen, was alles passiert ist, obwohl Animal Crossing ja eigentlich eine süße und unschuldige Spielereihe ist. Auch wenn es ziemlich viel Drama gab, bleibt Animal Crossing für mich immer ein Comfort-Game und ich bin gespannt, was die Zukunft noch so an kuriosen Sachen bereithält. Dankeschön fürs Zuschauen.
Ich durfte übrigens die Switch 2 ausprobieren. Falls euch mein seriöser Testbericht dazu interessiert, könnt ihr hier rechts klicken und links geht's zum Merch, der momentan im Angebot ist. Wow. Ansonsten wünsche ich euch noch einen schönen Tag, macht's gut und ciao.